Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Der dritte Teil unserer Was-wäre-wenn-Reihe wird wohl etwas kontrovers werden, denn heute sprechen wir darüber, was wäre, wenn Godzilla gegen Gamera kämpfen würde. Godzilla und Gamera kämpfen bereits 1970 in einer Live-Bühnenshow gegeneinander und trafen 1996 beim Hero Festival in einem Puppenspiel des Ateliers Kunomoguchi aufeinander. Und zudem wollte Dai Ende der 90er Jahre zusammen mit der Toho einen Film mit den beiden drehen. Auch Kodogawa, die Dai aufgekauft haben, wollten 2002 einen Film realisieren. Letztlich kam es jedoch nie zu einem offiziellen Crossover. Gründe dafür waren rechtliche Hürden, Lizenzprobleme sowie die Tatsache, dass die beiden Studios ihre Ikonen ungern einander messen lassen wollten. Für Fans ist ein solches Duell jedoch bis heute ein absolutes Traum-Szenario. Godzilla steht sinnbildlich für die zerstörerische Kraft der Atomenergie, während Gamera meist als Beschützer der Menschheit, insbesondere der Kinder, dargestellt wird. Dieses kulturelle Spannungsfeld macht den Vergleich zwischen den beiden besonders interessant. Die bekannteste Fähigkeit von Godzilla ist ein atomarer Atem. Die Stärke variierte dabei zwischen dem radioaktiven Sprühnebel aus dem ersten Teil, über den Burning G-Spark Heat Ray aus der Millennium-Reihe, bis hin zur Super Thermal Radiation Particle Bait Flame in Shin Godzilla. Für den Nahkampf benutzt er seinen nuklearen Puls. Diesen setzt er erstmals im Kampf gegen Violante ein. Die wohl stärkste Variante nutzt er im Monsterverse gegen Ghidorah. Zusätzlich setzt er seinen Schwanz ein, eine Waffe, die in vielen Inkarnationen großen Schaden anrichten konnte. Godzilla verfügt über eine enorme Ausdauer und kann sich durch radioaktive Energie relativ schnell regenerieren. Er ist amphibisch, kann also sowohl an Land als auch im Wasser kämpfen. Zudem besitzt er eine gewisse Kampfintelligenz, die es ihm erlaubt, sich an seine Gegner anzupassen. Seine Schwächen variieren je nach Filmreihe. Während ihm Elektrizität manchmal nichts ausmacht, verursacht sie in anderen Inkarnationen erheblichen Schaden. Eis und Cadmium wurden mehrfach erfolgreich gegen ihn eingesetzt. Und auch Giftattacken, wie etwa die von Hydrox oder gezielte Angriffe auf seine Kiemen wie die von dem Mutos, konnten ihn ernsthaft verletzen. Gamera kann sich bei der Verteidigung auf seinen Panzer verlassen, in dessen Stacheln zudem elektrische Energie speichern und abgeben können. Für den Fernkampf besitzt er einen Feueratem sowie mächtige Feuerbälle. Im Nahkampf setzt er seinen starken Kiefer, seine Ellenbogenklauen und seinen Schwanz ein. Zusätzlich verfügt er über giftige Klauen. Wie Godzilla kann auch er radioaktive Energie absorbieren und sich relativ schnell regenerieren. Darüber hinaus kann er fliegen, ein taktischer Vorteil, den Godzilla in den meisten Inkarnationen nicht besitzt. Eine Besonderheit Gameras ist seine Verbindung zu den Menschen. Er kann telepathisch kommunizieren und gilt oft als Beschützer der Menschheit. In extremen Situationen ist er sogar bereit, sich zu opfern, indem er seine eigenen Organe überhitzt und sie so zur Explosion bringt. Anfällig ist auch Gamera gegen Eis und Cadmium. Hier gleichen sich die Schwächen mit denen von Godzilla. Da Gamera in den meisten Filmen als wohlwollendes Kaiju dargestellt wird, würde er vermutlich von den Menschen Unterstützung erhalten. Für unser Szenario gehen wir jedoch von einem fairen 1-gegen-1-Kampf ohne äußere Hilfe aus. Durch seine Flugfähigkeiten, seine elektrischen Stacheln und seine Giftangriffe hätte Gamera im direkten Vergleich einige Vorteile. Er könnte Godzilla immer wieder rammen, sich aus dessen Atomatem zurückziehen und ihn so nach und nach zermürben. Godzilla hingegen würde versuchen, Gamera mit seinen Atomstrahl auf Distanz zu halten und ihm im Nahkampf mit Pulsattacken oder Schwanzhieben zu erwischen. Im Wasser hätte Godzilla einen klaren Vorteil, da Gamera dort weniger wendig wäre. Würde der Kampf an Land oder Luft stattfinden, hätte Gamera bessere Chancen. Ein Showa-Godzilla mit seiner eher verspielten Kampftaktik wäre wahrscheinlich unterlegen, während ein Monsterverse-Godzilla mit seiner massiven Kraft und seinen Strahlattacken mehr Gefahr für Gamera darstellen würde. Die Vorteile Gameras sind beachtlich, aber Godzillas schiere Zähigkeit macht ein eindeutiges Ergebnis schwer. Denkbar wäre ein Unentschieden, da Gamera sich im Extremfall sprengen könnte, wodurch auch Godzilla wahrscheinlich vernichtet werden würde. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Gamera seine Flugmanöver und Giftangriffe nutzen würde, um Godzilla nach und nach zu schwächen und ihn so schließlich zu besiegen. Nun kennt ihr unsere Meinung zum Thema, aber jetzt seid doch ihr gefragt. Was glaubt ihr, wer von beiden gewinnen würde?
Es war Frankenstein.